In den letzten Monaten haben Haufe und Develop intensiv daran gearbeitet, dass wir jetzt ein in dein Cloud ERP integriertes Dokumentenmanagement haben. Ich bin Inga von S&S Software Partner und meine Kollegen Arne und Dirk verschaffen dir jetzt einen ersten Überblick über die Develop-Integration in Haufe X360. Hallo Arne und hallo Dirk. Ja, danke Inga und moin nach Bremen. Moin nach Haldem. Hallo Dirk. Arne, du bist ja Spezialist für die Integration von Develop, also des Dokumentmanagementsystems in das Haufe X300, in Haufe X360, in das ERP. Mhm. Und wir wollen heute uns mal einen Überblick verschaffen. Es gibt da ja von Haufe auf der einen Seite jetzt eine Basisintegration, eine kostenlose. Es gibt die Professional. Das Dokumentmanagement kann natürlich auch noch mehr. Da sollten wir auch noch mal drauf gucken, dass du das mal für ein bisschen für uns klar machst. Seit wann gibt es dieses Angebot jetzt und was umfasst das? Das ist ein ganz neues Angebot, was Haufe seit diesem Monat erst im Angebot quasi hat, es ausrollt an die Kunden. Da sind auch noch nicht alle bis jetzt erreicht worden, weil das halt auch ein bisschen Zeit konsumiert, aber sie sind dabei. Ja, und das heißt, dass ich jetzt in X360 im Standard und ohne Aufpreis eine revisionssichere Archivierung mit integriert habe Ja, und das ist Dokumente richtig. ablegen kann. Können wir uns Mhm. mal so die weiteren Merkmale vielleicht ganz kurz angucken, die da auf der Webseite, du bist ja jetzt hier auf der Internetseite von X360. Richtig. Ne, da ist eine Übersichtsseite, ein bisschen Information drauf Ja. und da gibt es dann zum Beispiel auch den Bereich der Highlights dieser Mhm. DMS-Software, Dokumentenmanagement-Software. Da gibt es ein paar Sachen wie eben die automatisierte Ablage von Dokumenten. Das betrifft vor allen Dingen den Debitorenbereich. Da wird alles, was erzeugt wird, automatisch auch abgelegt. Mhm. Ähm, Es werden auch Dokumente erkannt. Das ist dann eher im Mhm. Kreditorenbereich, wenn da was hochgeladen wird, werden Dateien erkannt und sowas. Das ist Mhm. alles in der Automatisierung und Digitalisierung drin. Die Dokumente werden auch automatisch in der Develop Cloud abgelegt Mhm. und organisiert in Akten, wie es bei Mhm. Develop üblich ist. Mhm. Und ich kann auch ganz einfach Sachen hochladen oder Mhm. auch Dokumente per E-Mail mir zuschicken, die ich zugeschickt bekomme, Mhm. automatisch auch in Develop dann weiterleiten, dass sie abgelegt Mhm. werden. Und alles, was abgelegt wird, ist halt gesetzeskonform, revisionssichere Ablage und die Archivierung erfolgt eben nach den Standards der GOBD. Wenn ich jetzt in X360 einen Lieferschein erzeuge, eine Bestellung erzeuge, eine Rechnung schreibe, all diese Dokumente sind dann automatisch, wenn das eingerichtet ist, schon in der kostenlosen Basisversion immer revisionssicher in Develop abgelegt, richtig? Ja, fast. Eine Sache ist Okay? nicht drin, eine Bestellung, was du gerade gesagt hast. In Ja, der kostenlosen Version sind alle Debitoren-Dokumente drin. Das heißt, ja. alles, was ich an Kunden rausschicke, Lieferscheine, Angebote, Aufträge und eben auch die Rechnungen an die Debitoren, die sind alle in der Basisversion drin und werden Hm, automatisch abgelegt. Also da kann ich auch hm. manuell gar nichts hinzufügen oder wegstreichen, sondern die sind automatisch immer dann mit abgelegt in Develop in der Cloud. Professional beinhaltet noch mehr. Vielleicht springen wir mal rein nach Mhm. X360. Ich Ja. muss ja gar nicht nach Develop reingehen, sondern ich bin in X360 ganz normal angemeldet und dort sehe ich jetzt Dokumentmanagement Ähm, Basis. Richtig? Genau. So sieht die Ansicht aus in Dokumentenmanagement in der Basisversion. Da Ja. habe ich recht übersichtlich nur die Option Suche und Übersicht. Ja. Übersicht sind halt automatisch Machen wir dann gleich. alle, Machen wir gleich. ja, Machen wir gleich. alle Lass uns Dokumente drin. mal, ja, lass uns mal jetzt einmal vorher noch mal gucken, was sehe ich denn im Professional? Im Professional habe ich noch ein paar Menüpunkte mehr. Ganz Ja. wichtig, vor allen Dingen unter Aktivitäten. Was rechts steht, die Einstellung und Hm. Management können wir beiseite lassen. Das hat mehr mit der Konfiguration und Ersteinrichtung zu Hm. tun. Die Dokumente können eben importiert werden, das, Ja. was ich eingangs eben sagte, und über den Rechnungsleser dann verarbeitet werden, können ergänzt werden und dadurch Hm. dann
auch in Haufe X360 lesbar gemacht werden Hm. und in Develop abgelegt. Das wollen wir uns jetzt einmal alles angucken. Lass uns doch mal mit der Suche starten und Mhm. ich würde einfach ganz gerne mal eine einfache Rechnung vielleicht suchen. Ja, so sieht die Suche aus. Ja, Ich kann hier nach einer Eigenschaft filtern. Ich kann vor allen hm. Dingen eine Kategorie auswählen. Du sagtest Ja, jetzt, du möchtest eine Rechnung ja, raussuchen. Dann gehe ich auf Rechnung, kriege ich schon mal angezeigt, sind so hm. und so viel. Und Ja, jetzt sagen wir mal, wir suchen nach einem ganz bestimmten Kunden. Ich weiß nur, ja, der heißt irgendwas mit Unger hm. und gebe das ein. Und dann macht sich Ja. die Akte von Unger auf und ich kriege alle Ja. Rechnungen und Gutschriften angezeigt. Dann lass uns In doch dem mal Fall. ruhig das erste Dokument jetzt anschauen. Wir suchen eine Rechnung vom 16.07. Mhm. Und dann sehe ich die, ich bin in X360, ich habe hier meine Dokumente. Jetzt sehen wir in der Mitte da so ganz klein eine Seite, das können ja mehrere Seiten sein und es Genau. können auch eventuell verschiedene Versionen angezeigt werden, richtig? Richtig. In der Professional-Version kann ich auch ja Dokumente bearbeiten. Das heißt, ich kann Notizen hinzufügen in dem Dokument selber. Ich kann Haken setzen, so als wenn ich ein Papier vor mir habe und mit dem Kugelschreiber abhake, ein paar Punkte da Ja, drinne. Das kann ich alles elektronisch machen und dann versioniere ich quasi so ein Dokument ja, und habe dementsprechend verschiedene Versionen zu einer ja, Rechnung in dem Fall dann auch im System. ja. Ich sehe da jetzt in der Mitte nochmal diesen grünen Punkt, den sollten wir uns gleich nochmal Mhm. genauer angucken, da springen wir gleich mal drauf. Ein Highlight, was ich jetzt in der Präsentation für die Haufe X360-Partner gesehen habe, das war, dass ich ja nicht nur nach einem Kunden suchen kann und nach Kategorien suchen kann, sondern auch in eine Volltextsuche reingehen kann. Ich würde aber Ja. vielleicht ganz kurz, wenn wir noch mal einmal in die Suche reingehen, Mhm. zunächst mal, welche Kategorien bringt denn eigentlich Haufe X360 im Standard mit? Können wir da noch mal das aufklappen? Oben in der Suche, links oben. Ach so, in der Suche Die Kate ja, die Kategorien hier. Ja, ja. Das war sind die gerade schon beim Kategorien, Status. die X360 mitbringt, ne? Ja, Rechnung, genau. Gutschriften, Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung, Kontaktakte, Lieferschein. Und in Professional auch noch Schriftwechsel, E-Mail und Vertrag als freie Dokumente, die hinterlegt werden können. Okay. Und die gehen auch im Volltext. Das wollen wir jetzt mal machen. Ja, Ich habe gesehen, eben in der einen Rechnung, da hatten wir was, Gorenje oder so. Was war das? genau. Gorenje, kennen wir, Haushaltsgeräte, Hm? gebe ich einfach mal in der Volltextsuche ein und dann kriege ich alle Ja, Rechnungen, beziehungsweise überhaupt alle Dokumente, wo Gorenje drin vorkommt. ja, Hauptsächlich haben wir das hier von dem Dennis Unger, aber es gab es auch schon mal anscheinend, nein, Moment, es sind Verkaufsrechnungen, VR, an die ja, Kunden, wo wir ja, Gorenje auch schon mal verkauft haben in der Vergangenheit. ja. Das heißt, Kriege ich alle angezeigt. ich habe hier ausgehende Rechnungen, ich habe hier die Kontaktdaten, ich kann im Volltext suchen, ich habe sehr viele Möglichkeiten zu suchen und Mhm. alle Dokumente werden noch vollautomatisiert verschlagwortet. Ne? Also mit Haufe X360, wenn es ein Dokument erzeugt, das sagt eben bei der Rechnung nicht nur, das kommt in die Rechnung, sondern es sagt auch, das ist der und der Kunde, das und das. Und Develop guckt sich dann das Dokument nochmal komplett an und macht eine Volltextsuche möglich. Ja, ganz genau. Wahnsinn. Alles, was Klasse. hinterlegt ist in dem Ja, Dokument, kann ich ja, suchen. ja. Die Ampel würde ich mir noch gerne mal angucken. Mhm. Vielleicht suchen wir mal einfach nach einem Dokument. Wir müssen jetzt Rechnung und Gutschriften, glaube ich, einmal als Kategorie rausnehmen. Ja, rausnehmen hier. So, einmal wieder Und dass wir nach dem leeren die Suche. Status rot suchen, weil dann erklärt sich Genau. das auch relativ. Guck mal, da steht das nämlich auch schon drin. Da sehen wir jetzt Ampeln, 2 Dokumente mit Rot und 2 mit Rot und Grün. Dann lass Mhm. uns doch mal damit anfangen. Was heißt Rot? Rot heißt, das Dokument ist noch in Bearbeitung. Das heißt, es ist noch Ja, nicht freigegeben und da ist noch jemand dran, um irgendwelche Daten zu ergänzen. Rot und Grün heißt, es gibt eine freigegebene Version von dem Dokument und eine weitere Version, die in Bearbeitung ist. ja. Daher 2 Punkte quasi. Hm? Ja, über den Rechnungsleser in der Professional-Version kann ich eben Dokumente bearbeiten, Ja, was ich eben sagte, ja. zum Beispiel Haken setzen, Texte hinzufügen oder ähnliches. Und es wird ja immer eine Originalversion auch gespeichert, je nachdem, an welcher Stelle ich das mache,
wenn ich nur in der Originalversion bin, dann bin ich da noch nur in der Bearbeitung, habe nur einen roten Punkt. Öffne ich ein bereits gespeichertes Dokument und bearbeite das dann habe ich eine Version 1 und eine Version 2, die in Bearbeitung ist. Und jetzt frage ich mich natürlich, du hast da jetzt so viele Dokumente drin. Ich habe gelernt, X360, wenn es ein Dokument erzeugt, dann legt es die auch dort ab und ich kann sie dort sehen aus X360. Aber was ist denn jetzt mit den eingehenden Dokumenten, eingehende Rechnungen und andere Dokumente? Wie kommen die denn? Welche Möglichkeiten gibt es jetzt erstmal, die nach X360 reinzubekommen und nach Develop reinzubekommen? Mhm. Reinzubekommen geht über den Import in erster Ja. Linie. Da gibt es mehrere Optionen. Die einfachste Option ist, dass man ein E-Mail-Konto eingerichtet hat, was eine Weiterleitung an Develop hat. Ja. Und wenn das eingerichtet ist soweit, dann werden diese E-Mails automatisch an Develop geleitet und die Rechnungsdokumente oder überhaupt die Dokumente werden dann gleich schon abgelegt in diesem Stapel hier, beziehungsweise im Rechnungsleser. Die zweite Möglichkeit ist halt über den Import kann ich, wenn ich hier selber einen Stapel einmal öffne, dann kann ich entweder hochladen, das heißt direkt lokal bei mir vom Rechner etwas nehmen. Ich kann per Drag and Drop aus dem Rechner was reinschieben oder ich kann auch, es gibt ja auch noch Papierdokumente, wenn ich einen Scanner eingerichtet habe, das Dokument direkt aus dem Scanner hier reinscannen in den Import. Ja. Und wenn ich Professional habe und wenn ich erweiterte Möglichkeiten in Develop habe, dann kann ich ja auch sagen, du erkennst das und das Dokument da und da dran und dann, ne, also angenommen, da steht Arbeitsvertrag drin, dann soll das halt im Personalbereich sein und dann kann ich auch gleich einsteuern, wer das überhaupt sehen darf. Da sind wir aber gleich schon an der nächsten Stufe, da gucken wir gleich nochmal drauf, weil das ist nicht Bestandteil von Professional und nicht Bestandteil von Basis. Jetzt bist du mal in so eine eingegangene E-Mail reingegangen und da war eine Rechnung dabei. Ja? Genau. Und wir sehen jetzt die Rechnungskopf, also links ist eine Übersicht über die verschiedenen Belege. Wir haben jetzt die ausgewählte Rechnung, sehen wir hier in der Mitte. Und rechts sehen wir die Kopfdaten, also die Mandantennummer, den Namen. Wir sehen eine Anschrift, alles, was er aus der Rechnung rausgelesen hat, das ist alles automatisch passiert, richtig? Richtig. Alle Daten, die hier angezeigt sind, das ist das, was im Originaldokument hier immer hellblau unterlegt ist. Ja. Das ist automatisiert ausgelesen. Da versteht das System zum Beispiel, wenn hier Bestellung steht, dann wird da die Bestellnummer hier automatisch drauf. Ja. Nun fällt mir natürlich auf, und das weiß ich deswegen, weil wir beide haben die vorhin manuell gelöscht, hier fehlt die IBAN. Manchmal passiert es ja, dass so ein Scanner etwas nicht erkennt. Wie kriege ich denn jetzt die IBAN rein? Eintippen oder welche Möglichkeiten gibt es da? Brauche ich nicht mal eintippen. Also wenn ich weiß, die ist hier auf dem Dokument drauf, ich sehe hier unten was mit IBAN, dann gehe ich in das Feld IBAN rein, drücke dann die Steuerungstaste und markiere diesen Bereich einmal mit der Maus und lass los und habe dann die Daten schon hier auch in dem Feld einmal drin. Gut, dann sehe das auch, würde das ich... jetzt hier gehighlightet. Kann ich auch mit anderen Dann lass uns machen. mal in die Bestellposition reingehen und gucken, ob da alles komplett ist. Ja. Ich habe hier einen Fernseher, LG OLED, und der ist erkannt. Und was eine Besonderheit ist, da ist sogar schon die Haufe X360 Artikel-ID mit hinterlegt. Die taucht hier auf der Rechnung nirgendwo auf. Da hat das System erkannt, Moment, den Artikel kenne ich. Der heißt tatsächlich in Haufe sogar noch etwas anders, hat ein bisschen mehr Zusatz, aber diese ersten Zeilen haben gereicht, damit diese Artikelnummer zugeordnet wird. Lass uns ruhig nochmal auf die zweite und auf die dritte Rechnung dort gucken. Da haben wir auch eine Bestellposition, Und die dritte Rechnung, die DHL-Rechnung. Die ist eine Besonderheit. Da habe ich nämlich keine Artikelpositionen in dem Sinne, sondern ich habe hier halt nur Datum, Uhrzeit drin stehen. Da wird jetzt keine Bestellposition erzeugt. Da hätte ich entweder die Möglichkeit, selber einen Dummy-Artikel anzulegen, der hinterlegt ist im System, oder bei einigen Rechnungen erkennt das System das auch und spätestens nach der zweiten, dritten Rechnung, die ich auf diese Art eingelesen habe, sagt das System,
hier, das, was hier steht, das ist mein Dummy-Artikel, liest die Daten ein Ja. und ich muss dann nur noch in X360 ein paar Daten ergänzen, wie zum Beispiel das richtige Konto. Dummy-Artikel sagst du deswegen, weil es gibt ja Artikel, die sind als Lager- oder Nicht-Lagerartikel in X360 angelegt. Genau. Dann kann ich direkt auf diesen Artikel das abstellen, damit ich auch entsprechend natürlich die Zugänge mit erfassen kann. Wir müssen uns gleich nochmal damit beschäftigen, was Haufe alles macht, weil der bucht ja nicht nur eine Rechnung, sondern Nein. der verändert auch Lagerbestände und alles Mögliche. Das ist also eine sehr tiefgehende Integration, die wir hier haben. Und da, wo ich zum Beispiel eine Telefonrechnung bezahle oder ähnliche Dinge, die ich nicht bei mir in den Artikeln habe, da arbeite ich sozusagen über einen neutralen, du nennst das Dummy-Artikel, der dann einmal angelegt wird und über den ich alles abwickeln kann, damit ich auch diese Rechnung zuordnen kann. Richtig? Ja, richtig. Und wie gesagt, in einigen Fällen ist es sogar so, dass Develop automatisch schon diesen Dummy-Artikel, der heißt Kreditor laut Empfehlung von Haufe, kann man aber nennen, wie man möchte, Ja. den schon automatisch auch einträgt für eine Position. Also ich habe das bei einer anderen Rechnung gehabt, da war dann die Gesamtrechnungssumme, das war eine Telekom-Rechnung, da waren ganz viele einzelne Abrechnungen drauf und die Gesamtrechnungssumme wurde als eine Position mit Dummy-Artikel einmal eingetragen und damit konnte die Rechnung auch quasi schon mit verbucht werden dann im Develop im weiteren Verlauf. Ja. Dann würde ich doch sagen, dann jagen wir die hier mal nach X360. Oder lass uns mal nur eine nach X360 packen. Das war die oberste, die war von der Firma DU mit dem Daten mit 849 €. Und wenn du die jetzt speicherst, dann verschwindet die hier. Dann verschwindet die hier, genau. So. Beziehungsweise hier im Stapel habe ich jetzt noch ein paar Rechnungen drin, aber hier ist halt der Haken drin, ich kann sie jetzt nicht mehr weiter bearbeiten. Der Stift heißt halt, ich bin ja im Rechnungsleser, ich kann sie bearbeiten. Die taucht jetzt in der Übersicht halt auf bei dem Kunden. Dann wäre doch meine Bitte, lass uns mal in X360 gucken, ob die da auch angekommen ist. Ja, das hoffe ich, dass die da schon angekommen ist. Dauert immer ein bisschen, ne? Weil, ja, das ist eine Besonderheit, die Verarbeitung bzw. das Synchronisieren, das wird in der Regel laut Develop alle 15 Minuten einmal durchgeführt. Kann auch schneller gehen, habe ich die Erfahrung gemacht, aber die Ansage ist alle 15 Minuten. Das heißt, wenn man Pech hat, ist die gerade durch, der letzte Sync, und es kann 15 Minuten dauern, bis das Ding hier auftaucht. Aber diese Rechnung, die haben wir jetzt schon drin. Das ist eine andere Rechnung. Das ist eben hatten wir eine mit 849, meine ich. Das ist eine, die wir vorher schon verarbeitet haben. Ja, aber das ist genau. Ich denke, wir können das. Lass uns die ruhig nehmen. Ich wollte jetzt keine weiteren 15 Minuten mit dir ein Video drehen. Das guckt keiner. Dann lass uns doch mal angucken. Rechts oben, da ist ja wieder ein Zeitpanel. Das kennen die X360-Benutzer ja. Und da erscheint jetzt tatsächlich das Dokument, was in X360 jetzt eingelesen wurde. Wenn wir das können wir auch noch ein bisschen größer machen vielleicht. Wenn du einfach nur das Zeitpanel erweiterst. Ja, Moment. Erstmal hier da habe ich ihn. Jetzt. Ja. So, und wir sehen jetzt links, hier wurde eine Rechnung, die ist im Status offen, mit dem Betrag 2.995 €. Wir haben die Steuerbeträge, das Konto ist alles mit berücksichtigt worden. Aber ich habe hier oben jetzt gleich schon den Knopf fürs Zahlen. Ich kann das so machen, dass ich hier keine Freigabe mehr mache, sondern dass, wenn ich den Freigabeprozess zum Beispiel auch so mache, dass die fachliche Prüfung in Develop stattfindet, in dem Rechnungsleser, dann kann man das hier übernehmen und hier direkt auf Zahlen drücken. Ja, und der Clou dabei ist, das wird abgestimmt mit dem Wareneingang auf Bestellung. Nur wenn ich einen Wareneingang auf Bestellung habe zu dieser Rechnung und das stimmt alles überein, dann bin ich in diesem Status. Ansonsten würde die Rechnung erstmal im Status vorläufig erfasst bleiben, damit ich das noch abgleichen kann, wenn es irgendwo Differenzen gibt. Wichtiger Hinweis, ja. Und wenn ich jetzt die übernehme, dann verändert sich mein Warenbestand und mein Konto wird wahrscheinlich leerer, ne? Bezahlen musst du es ja selber noch. Dafür ist dieser kleine Knopf da. Leider muss da auch ein Bankkonto hinter sein, was dann tatsächlich die Zahlung ausführt. Aber der Warenbestand ist abgeglichen. Wie gesagt, dieser Wareneingang auf Bestellung,
der Ja, wird damit ausgeglichen und ist abgeschlossen. Das prima. funktioniert sogar, nur so als kleiner Hinweis, auch sogar bei Dropship, also bei Mhm. Streckenlieferungen. Wenn ich einen Kundenauftrag habe, zu dem ich eine Bestellung habe, dann wird die Mhm. Bestellung abgeschlossen und auch der Kundenauftrag wird automatisch abgeschlossen Mhm. mit dem Eingang der Rechnung in Ja. Develop. Ja, wir wollen ja heute wirklich nur mal einen ganz, ganz kurzen Einstieg machen. Und wir wollten dir auch nochmal zeigen, ich habe hier auch schon in zwei, drei Gesprächen die Diskussion gehabt mit Interessenten, dass sie gesagt haben, ja, aber kann ich auch das und das und das noch machen? Und wir haben ja jetzt eigentlich gesehen, diese Integration, die ist sehr weitgehend, aber tatsächlich, wenn wir uns ein Dokumentmanagementsystem angucken, dann kann das ja noch viel mehr. Ja. Ne? Wollen wir vielleicht einmal in das Dokumentmanagement selber reingehen und ich, was man noch alles machen könnte, wenn man dann Develop in Abstimmung mit uns erweitert und noch weitere Dinge nutzt? Also Ja. viele wissen das gar nicht, wir sind ja nicht nur X360-Partner, wir sind auch schon seit, ich weiß gar nicht, 3 Jahren, 2,5 Jahren, 3 Jahren Develop-Partner. Wenn wir einmal in Develop selber reingehen, es gibt viel, viel mehr. Und wenn wir einmal in die Konfiguration reingehen, dann sehen wir dort ja auch die ganzen Mhm. Möglichkeiten. Ja, also man sieht hier oben schon, Develop bietet eine digitale Signatur. Das heißt, ich könnte, wenn ich Develop nutze, die digitale Signatur benutzen und die Verträge mit meinen Geschäftspartnern abschalten. Natürlich haben wir auch einen HR-Bereich, also die ganzen Personalprozesse, die sind damit abbildbar. Das digitale Unterschreiben haben wir eben schon gemacht. Man kann das ganze Thema Barcode integrieren in seine Dokumente und alle Dokumente mit einem Barcode erweitern. Ähm, man kann den auch, wenn man papierhaft was bekommt, natürlich Barcodes da draufdrucken, damit dann der weitere Verarbeitungsprozess dieser Dokumente verbessert wird, der ganze Dokumenten-Workflow. Ich habe natürlich die Möglichkeit auch E-Mail-Postfächer, meinen gesamten E-Mail-Verkehr zu synchronisieren oder gefiltert E-Mail-Verkehr zu protokollieren. Ich bin ja verpflichtet, auch E-Mails im Geschäftsverkehr viele Jahre aufzubewahren. Und eine Aufbewahrung heißt nicht, dass ich das Ganze in Exchange gespeichert habe. Ja, ich kann die Dokumenten- und Aktenstruktur erweitern über das, was wir jetzt hier in der Integration hinaus haben und vieles, vieles mehr. Ja, Ja. also alles, was Develop machen kann, lässt sich auch machen. Wir können das dort an der Stelle erweitern. Wir haben in der integrierten Version in Professional für, Arne, hilft mir, was kostet das monatlich? 149 €. Das 149 Euro. Genau, da sind Und dann 3 Benutzer mit inklusive und 500 ja, Gigabyte freier Speicher. so. Und in Basis, das ist halt ein definierter Leistungsumfang. Wir können aber mit Develop noch viel mehr machen, wenn wir das wollen. Arne, das war ein toller Überblick. Ganz lieben Dank. Gerne. Da bleiben bestimmt noch Fragen offen. Dann tut mir einen Gefallen, dann sprecht uns gerne an. Die Inga wird gleich nochmal zeigen, wo ihr die Kontaktdaten findet. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag in das heute, glaube ich, nicht ganz so sonnige Bremen. Ja, ja, doch, einigermaßen Geht. heute. Geht. Und zurück zu Inga. Tschüss. Tschüss, Dirk. Hallo Inga, tschüss. Vielen Dank für den Überblick der Develop-Integration in Haufe X360, Arne. Wer jetzt noch Fragen haben sollte, kann immer gerne auf uns zukommen. Unten findest du die Beschreibung zum Video und da sind auch unsere Kontaktdaten enthalten. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über jeden neuen Abonnenten und über jeden Kommentar oder Like für unser Video. Bis zum nächsten Mal.